Herr Dr. Jahr, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu unserem kleinen Interview. Es soll heute gehen um die Fragen der elektronischen Landwirtschaft, des Smart Agriculture, wie das neudeutsch genannt wird. Das ist ein Schlagwort, das ist ein ganz wichtiger Punkt der Politik und auch der allgemeinen Diskussion zwischen Brüssel, wo Sie als Europaabgeordneter sozusagen nicht nur Ihr Büro haben, sondern auch zu Hause sind und Ihre Wirkungsstätte haben, und Brottewitz oder Burgstedt, fängt auch mit B an, wo Sie Ihre Bürgerinnen und Bürger haben, die Sie vertreten, die letztendlich hier in den mitteldeutschen Ländern zu Hause sind und deren Gedanken Sie auch mit nach Brüssel tragen. Wir haben mit dieser Möglichkeit, Landwirtschaft elektronisch zu steuern, heute eine ganze Menge Instrumente in der Hand. Welche Chancen sehen Sie als Politiker, als Landwirt, der Sie ja auch sind, und als Mensch in diesen neuen Technologien? Welche Hoffnungen verbinden Sie sozusagen mit dieser Entwicklung? Man kann es einfach umschreiben, wir haben riesige Möglichkeiten. Also die digitale Technik, Smart Farming, Industrie 4, Agriculture 4.0, das ist, ja, man kann sagen, es ist wie eine riesengroße Halle, und wir haben die Halle erstmalig betreten. Und was mich besonders freut, weil egal was sich die Politik einfallen lässt und was man so alles so konzipiert, wenn man weiß, wenn man Umfragen glauben kann, also 8 von 10 Landwirten, bei denen überwiegt die positive Stimmung. Die sagen, wir wollen das machen. Politik schafft bitte die Voraussetzung, dass wir endlich mal loslegen können. Gibt es denn im Bereich der Ökonomie eher die Vorteile, oder in anderen Bereichen? Ist es so, dass man mit Smart Agriculture zum Beispiel Zeit oder auch Geld einsparen kann? Man kann beides. Das ist ja das Spannende, wenn man das alles durchdenkt. Ressourceneinsparung, damit natürlich bessere Effizienz, besser für die Umwelt, aber auch menschlich. Ich kann die Arbeit dann viel besser gestalten und gewinne auch Vorteile im privaten Leben. Übrigens auch, wenn Sie die Landwirte angucken, warum mache ich das? Was ganz oben angekreuzt wird. Es geht nicht nur um Ressourceneinsparung, es geht auch um eine bessere Gestaltung meines täglichen Lebens. Ja, die Arbeitsbedingungen sozusagen für die Menschen ändern sich, verbessern sich. Sie ändern sich wahrscheinlich auch qualitativ. Was gibt es da zu bedenken? Also wenn ich natürlich die Technik nutzen will, dann muss ich natürlich anwendungsbereit sein, ich muss innovationsoffen sein, brauche eine super Ausbildung. Also wenn Sie heute einen Traktor mal reingucken, also ich war neulich mal in meiner Ausstellung, ich konnte unter Begleitung mal eine Runde fahren, aber man ist da mehr in einer Computerschaltzentrale als in einem ganz normalen Traktor im letzten Jahrhundert, hätte ich fast gesagt. Ja. Also wir brauchen dann natürlich auch ganz anders ausgebildete Landwirte, die die Fachpolitik oder die fachliche, wissenschaftliche Ausbildung noch drauf haben, aber natürlich auf dem Feld natürlich sich weiterentwickeln, und da gehöre ich mittlerweile zum alten Eisen. Da sieht man auch den Fortschritt, was das ich getan habe. Genau, also um Zeit einzusparen in der Zukunft, müssen wir jetzt Zeit wahrscheinlich investieren in Bildung, auch Geld wahrscheinlich erstmal investieren, um dann hinten raus aber Ressourcen einzusparen, damit letztendlich auch Geld einzusparen. Das ist ja für mich auch gerade die Chance. Also ich glaube, wir können doch junge Leute nicht mit einem Agrarbetrieb von 1985 begeistern. Also auch junge Leute, die sagen, Innovation ist in der Landwirtschaft, kommt da hin und da habt ihr wirklich was. Und geht mit biologischen Prozessen um, eine Riesenherausforderung, und ihr habt modernste Technik. Das ist ja natürlich auch begeisternd für junge Leute. Die muss ich ja auch erstmal hinterm Baum rauslocken und sagen, kommt in die Landwirtschaft, schöner ist es nirgendwo. Spielt eine ganz Riesenrolle letztendlich bei der Gewinnung von Fachkräften, die wir jetzt sehr nötig haben, auch in den Betrieben. Im Hinblick auf Corona sehen Sie da jetzt, sagen wir mal, neue Qualitäten? Bietet Smart Agriculture unter diesen neuen Bedingungen, in denen wir jetzt sozusagen arbeiten, gewisse Vorteile, die wir bisher vielleicht noch gar nicht so schätzen gelernt haben? Erstmal müssen wir ja betonen, in der jetzigen Krise hat sich da die Landwirtschaft als zuverlässiger, stabiler Partner erwiesen. Wir sind systemrelevant, ich könnte sagen, haben wir vorneweg schon gewusst, jetzt haben wir es nochmal schwarz auf weiß. Also der Agrarbereich hat es geschafft, die Ernährung durchgehend zu sichern. Alles, was elektronisch, digital läuft, alles, was läuft ohne viele physische Kontakte, ist natürlich hilfreich auch in der Krise, bietet eher Vorteile. Aber ich würde sagen, das ist nicht vordergründig. Wir machen 4.0 ja, um wissenschaftlichen, technischen Fortschritt zu implementieren.
Aber das könnte ein günstiger Nebeneffekt sein. Ja. Trotzdem muss ich ein bisschen warnen, wir werden keine menschenfreie Agrarwirtschaft haben. Also der Mensch wird irgendwo noch stattfinden müssen und wird auch noch gebraucht. Das ist vielleicht nochmal auch tröstlich, weil da komme ich zum alten Argument klein gegen groß. Da müssen wir auch politisch tüchtig aufpassen. Und ich nenne es immer so, von Anfang an vertrauensbildende Maßnahmen entwickeln, damit nicht der Eindruck entsteht, Smart Farming ist nur was für die sogenannten Großen und die Kleinen bleiben auf der Strecke. Aber die Investitionshürde ist doch relativ hoch für diese Ausrüstung. Gibt es da nicht eine gewisse Mindestgröße, dass man sagt, man braucht ja auch eine Auslastung für ein entsprechendes Equipment? Sie haben vollkommen recht. Wir hatten neulich mal vor der Corona-Krise eine Präsentation Smart Farming. Super aufbereitet. Also große Leinwand, große Flächen, große Maschinen. Ich bin hinterher dann zum Veranstalter gegangen und gesagt, Sie haben alles richtig gemacht. Aber wenn ich das Bild auf mich wirken lasse, dann verstärken Sie eher den Eindruck, es ist nur was für die Großen. Investitionsaufwand ist enorm. Das heißt, Landwirte müssen sich zusammenschließen und wir müssen denen dabei helfen. Kleines positives Beispiel wäre aber wieder der Melkroboter. Gerade hier haben wir ein schönes Beispiel, dass es auch für kleine Betriebe und nicht für große ist. Und wir müssen wirklich beim Smart Farming den Landwirten helfen. Sie wissen selber, wenn man digitalisieren will, dann brauchen wir auch als erstes einen Riesenaufwand an Datenerfassung. Also ich muss auch meine Felder erfassen und. Und da brauchen die Betriebe Hilfe. Und dort müssen wir auch die Landwirte dazu anhalten, dann auch zusammenzugehen. Also es hängt auch ein bisschen von der Technologierichtung ab, ob eben mehr Tierproduktion, mehr Pflanzenproduktion, ob ich diese Kostendegression, die ich erreichen kann durch Smart Farming, wirklich für mich erschließe oder ob man sagt, okay, man muss eine gewisse Hürde überspringen in der Investition und das geht dann nur gemeinsam. Also Smart Farming hat auch etwas mit Agrarstrukturen zu tun und das hat etwas mit gemeinschaftlichem Wirtschaften vielleicht zu tun, gemeinschaftlichem Denken und einer gewissen gemeinschaftlichen Infrastruktur, die man dann vielleicht gemeinsam sich auch eher leisten kann. Wenn man wirklich sagen wir, eine Maschine hat, die beim Befahren des Feldes Bodenproben mit einer Sofortanalyse nimmt, also sofort bestimmt, welche Nährstoffe müssen zugeführt werden, sofort noch die Pflanze analysiert, bist du gesund, bist du krank, brauchst du was an Pflanzenschutzmittel, brauchst du nichts, das alles in einen Arbeitsgang macht, kann man sich vorstellen, dass die Maschine nicht preiswert ist. Ja. Aber es ist doch nicht verboten, dass sich mehrere Landwirte das zusammen anschaffen. Genau. Und es ist heute schon nicht unüblich, dass man auch Pflanzenschutz, weil er so kompliziert ist, auch mit den Bestimmungen schon gemeinschaftlich nutzt. Das muss man weiterentwickeln und da braucht es natürlich auch mutmachende Angebote, hätte ich fast gesagt, sowohl von den Herstellern als auch von den Landwirten. Aber wie gesagt, wir brauchen die Beispiele auch, damit nicht der Widerspruch entsteht zwischen Groß und Klein, vielleicht dadurch verstärkt wird. Ja, denn es gibt einen ganz wichtigen Aspekt, der sicher für alle gilt, die Nachhaltigkeit. Ja. Inwieweit schätzen Sie ein, dass diese Methoden des Smart Agriculture Landwirtschaft auch nachhaltiger machen können? Also wenn dann wirklich die einzelne Pflanze angesprochen wird, man hat ein Ertragspotenzial, die Pflanze muss dann entsprechend des Ertrages mit Nährstoff versorgt werden, Behandlungen entsprechend durchgeführt werden. Also nachhaltiger geht es, ressourcensparend und nachhaltiger für die Umwelt geht es auch nicht. Wenn man so will, heute, wenn man Pflanzenschutzmittel anwendet, man spricht nicht die einzelne Pflanze an. Man sagt dann, da muss man dann die ganze Fläche versorgen. Das ist ein Riesenpotenzial, wo man auch die Landwirtschaft völlig neu einordnen kann. Man kann dann Erträge optimieren, man kann vielleicht sogar Erträge nicht maximieren, sondern optimieren, aber man kann natürlich auch die Nährstoffversorgung entsprechend gestalten. Das ist wirklich so, also ich bin da immer begeistert, wenn man so noch so eine Schauvorführung dann sieht, was da so alles möglich ist. Man hat keine Verluste mehr, weil man reinfahren muss und. Also das sind riesige Möglichkeiten und sagen wir, die positive Stimmung, die unter den Landwirten herrscht, die Technologieoffenheit, die müssen wir ganz einfach jetzt auch nutzen. Ja, und dann beginnt es halt schon damit, natürlich brauche ich dann ein stabiles Internet, ne? Sonst brauche ich gar nicht anfangen. Damit sind wir bei den Hemmnissen sozusagen für diese ja sehr erstrebenswerte Entwicklung. Stabiles Internet ist ein großes Problem, also die Versorgungssicherheit mit Verbindungen. Was sehen Sie noch an Kernproblemen sozusagen, die vielleicht auch die europäische Politik anzugehen bereit ist
für diese, also wir hatten gesagt, für die Entwicklung dieser Smart Agriculture Technologien? Was die Versorgung natürlich mit schnellem Internet betrifft, also ich habe mal den Begriff, da gab es den Begriff, wir brauchen Internet an jeder Milchkanne. Nein, wir brauchen es an jeder Gänseblümchen, würde ich sagen, überall. Weil auch ein Forstbetrieb übrigens kann so wirtschaften. Also wir können nicht diskutieren und sagen, na gut, da wo Menschen sind, Internet, das ist schon völlig falsch angesetzt. Und hier hat Deutschland enormen Nachholbedarf, wo wir ganz einfach hoffen, dass es nun mal wirklich auch zentraler organisiert wird. Wie wir es teilweise gemacht haben, die Versorgung des schnellen Internets dann auf die kommunale Ebene runter zu deklinieren. Das klingt zwar gut, aber ich meine, ich war selber mal Stadtrat. Wenn wir als Stadtrat mit verschiedenen technischen Lösungen konfrontiert werden, woher wissen wir denn, was gut und schlecht ist? Hier muss es zentraler laufen. Also das ist sonst, also jeder, der da kommt und sagt, nicht nur hast du ab und zu mal schnelles Internet, sondern hast du es wirklich 24 Stunden, dann können wir mit solchen schönen Dingen anfangen. Das nächste große Problem, also neben Struktur, dann stabiles Internet, ist der Datenschutz. Also wem gehören die Daten? Auch Chancen in riesigen, also dort sind sie noch nicht mal ausbalanciert. Also bei den Möglichkeiten sage ich positiv, Agrarstruktur kann man entsprechend gestalten. Beim Datenschutz haben wir noch extremen Nachbesserungsbedarf. Was wird eigentlich mit den vielen Daten, die da erfasst werden? Wo gehen die hin? Wem gehören die? Wer kann damit handeln? Ja. Leben wir in Zeiten von Isobus, also die Hersteller versuchen ja schon sozusagen gemeinsame Plattformen zu schaffen, aber das ist noch nicht Realität, wenn man die Vielfalt der landtechnischen Lösungen so sieht. Richtig, wir sind da noch in der Anfangsphase, wo die Politik appelliert, sage ich mal. Aber ich stelle auch fest, wir werden wahrscheinlich, also es wäre mein Wunsch, wenn Sie mich fragen, was wollen Sie denn tun? Wir müssen hier wahrscheinlich auch die Anbieter zu mehr Harmonisierung zwingen, weil die machen es nicht von alleine. Weil ja, die wollen ja gar nicht, dass der Häcksler X zum Mähdrescher und zum Ackerflug Y und Z passt. Also die sagen, die kauft doch alles von mir. Ja. Wenn man den Agrarantrag einsparen will, dann müsste man eine gemeinsame Plattform haben, auf der zumindest die Kerndaten des Unternehmens irgendwo gelagert sind, die dann auch ans Amt geliefert werden könnten. Das ist tatsächlich aber noch Zukunftsmusik. Richtig, leider. Also man muss erstmal auch Behördengrenzen überwinden. Wie lange haben wir denn gebraucht, dass wir gesagt haben, mein Gott, Behörden, manche Zahlen liegen ja schon vor bei der Berufsgenossenschaft. Oder andersrum, das Amt hat die Zahlen. Wieso muss ich die noch zur Berufsgenossenschaft melden? Da müssen die Behörden über ihren Schatten springen und sagen, also wenn irgendwo die Daten eingehen, muss der Austausch möglich sein. Aber natürlich Grundvoraussetzung, dass das auch harmonisiert ist und die Daten natürlich dann zugeleitet werden. Das sind wir beim Hersteller. Und dann müssen natürlich auch die Hersteller zwischendurch harmonisieren. Machen die ja auch nicht so richtig. Da ist aber noch nichts in Vorbereitung jetzt, dass man sagt, Sie haben jetzt schon irgendeinen Gesetzentwurf, zum Beispiel auf europäischer Ebene, der jetzt diskutiert werden soll in der nächsten Zeit, der diese Vereinheitlichung irgendwo fördern würde. Sind wir ehrlich, haben wir noch nicht. Wenn wir auch ganz ehrlich sind, wir müssten ja erstmal die Autobahn schaffen, also die stabilen. Stichwort stabiles Internet wäre schon schön, aber ich glaube, wir haben die nächste Reform steht ja an, 7 Jahre, wir machen sowas Ähnliches wie Midterm-Review oder Health-Check. Ich denke, da kommt das dann schon auf die Tagesordnung. Gibt es denn Länder in Europa, die das schon besser können als Deutschland? Sie haben ja da einen ganz guten Überblick. Ja? Die Italiener waren der Meinung, wir sind in der Lage, das demnächst so einzuführen. Aber na gut, vielleicht war es eine gute Präsentation, ich bin mir da nicht ganz so sicher. Aber das zeigt andersrum, wenn wir es positiv formulieren wollen, auch andere Länder beschäftigen sich mit denselben Problemen, weil er hat auch gesagt, warum Vorortkontrolle auf dem Feld? Ja, braucht man das noch in der heutigen Zeit? Man kann ja das mit Bild, man kann das mit Drohnen, man kann da vorbeifliegen. Ist ein riesen Vorteil im Prinzip. Ne? Wo ich sage, brauche ich das alles noch? Und die waren der Meinung, sie machen das schon. Aber er hat nicht gesagt, flächendeckend. Aber es gibt da viele, viele Dinge. Haben wir noch ein nächstes Beispiel gebracht, Vorortkontrollen. Wären dann ja nicht möglich. Der Landwirt ist da nur teilweise begeistert, weil er fühlt sich natürlich dann auch voll überwacht. Der sagt, also Leute, liebe Politik, jetzt habt ihr mich ja wirklich, wenn ich da mein Taschentuch mal verliere auf dem Feld, kriege ich sofort einen Anruf und wäre sanktioniert.
Um diese schöne Vorstellung, die wir jetzt beide entwickelt haben, zu realisieren, braucht es ja noch ein paar Schritte. Diese Schritte werden die Staaten vermutlich nicht alleine gehen, werden auch die Firmen nicht alleine gehen, sondern da braucht es auch Unterstützung, zum Beispiel seitens Europa. Was kann Europa tun und was tut Europa bereits, um diese Entwicklungen zu fördern, damit wir da in diese schöne Welt hinkommen? Richtig, wir haben im Prinzip es geschafft, Horizon 2020 nennt sich das, also Forschungsprogramme, die modernen Forschungsprogramme. Und es gibt die Möglichkeit, Beispielprojekte zu entwickeln. Sachsen hat sich seinerzeit mal beworben. Ich hoffe, dass es durch den Regierungswechsel jetzt weiter betrieben wird, wo auch Brüssel finanziert. Jetzt macht er mal solche durchkonzipierte Beispielprojekte. Nehmt euch einen Betrieb, der wird durchgehend, sage ich mal, Smart Farming anwendet, der auch die Leitung hat zu den Behörden und macht mal los. Also man kann schon beantragen, Europa finanziert das mit. Als Musterfarm und sozusagen. Zurzeit ist da noch mehr Geld da als anderer Steller. Weil es geht ja nicht nur, dass einer mal sagt, ich habe jetzt wirklich einen Mähdrescher, der fährt führerlos übers Feld. Das ist nicht das Spannende. Die Idee, die wir gerade konzipiert haben, also ganzheitlich. Ganzheitlich zu vernetzen. Dafür braucht es sicher Anschauungsbeispiele. Dafür wird es aber vermutlich auch noch eine ganze Menge Forschung brauchen. Denn wir haben ja gerade festgestellt, dass also doch noch ein Haufen ungelöste Probleme auch da im Hintergrund stehen. Wird Forschung für Smart Farming in irgendeiner Weise gefördert? Horizon 2020. Ja. Könnte man sagen, allgemein, da laufen Projekte auch, die Universitäten oder Fachhochschulen beantragen, teilweise auch Hersteller beantragen können. Aber wie gesagt, ich bin selber noch auf der Suche, das ist aber ein guter Anlass, das Gespräch heute mal zu gucken, was wird eigentlich als im Antrag aus Sachsen durch den Regierungswechsel, nicht, dass es vergessen wird. Gibt es Förderprogramme, die Einführung, die praktische Einführung von solchen Technologien unterstützen? Das ist ja ein riesen Lernprozess. Landwirte, die interessiert sind, die willig sind, sagen, okay, ich steige ein. Ich kann vielleicht nicht alles gleich bezahlen und einführen, aber ich steige ein in diese Technologien. Die haben Bildungsbedarf. Gibt es also beispielsweise ein Bildungsprogramm der Europäischen Union für Landwirte, die sich in Smart Farming engagieren wollen? Also was wir gemacht haben, wir haben ja in Agrarpolitik die berühmte zweite Säule, es gibt ja die zweite Säule, wo die Agrarinvestitionsprogramme drin stecken. Wir haben direkt einen digitalen Abschnitt mit eingebaut, um nochmal auch die Länder darauf hinzuweisen, ihr braucht gar nicht erst fragen, ihr dürft es erstmal unterstützen. Da geht es um Kauf von Hard- und Software, dass es also finanziell auch unterstützt wird, die Investition als solche. Das ist aus Sicht des Landwirts. Und nun haben wir bloß die Erfahrung gemacht, was die Weiterbildung betrifft, das machen die Hersteller automatisch. Also da brauchen wir fast keine Sorgen haben. Also wenn es darum geht, würdest du denn die Technologie kaufen und du brauchst eine Weiterbildung, dann wird es schon, also da habe ich noch gar keinen Bedarf gesehen, jetzt ganz ehrlich. Aber die Anschaffung der Technik, die wird bezuschusst. Der Reiz würde darin bestehen, eine unabhängige Ausbildung oder Fortbildung dazu bekommen. Wenn Sie als Landwirt vom Hersteller etwas gesagt bekommen, dann ist das meistens etwas eingefärbt von dessen geschäftlichen Interessen. Wenn Sie von einer neutralen Bildungseinrichtung dies gesagt bekommen, dann ist das erstmal eher allgemeingültig. Da könnte ein Reiz für Europa liegen. Sie haben einen guten Mangel beschrieben. Also Sie haben einen guten Mangel beschrieben, ist richtig. Eine gute Idee, dass man sagt, sollte generell bei der Ausbildung Smart Farming mit als Fördergegenstand, als Fach, als Unterrichtsfach, als Lehrfach mit aufnehmen. Wie geht das mit den Betriebsgrößen? Wir haben ja momentan die Situation, dass wir in Europa sehr, sehr heterogene Betriebsstrukturen haben. Da ist ein bisschen die Befürchtung, dass einzelne Betriebsgrößen, sagen wir, auch abgehängt werden. Gibt es Programme, die da letztendlich diese Hürde irgendwie überwinden helfen? Oder gibt es irgendwie einen Bereich in dem Programm, was Sie angesprochen haben, wo letztendlich auch für kleinere Unternehmen ein, sagen wir mal, angemessener, größerer Support irgendwo da ist? An wen muss er sich wenden? Ja, direkt an also erstmal seine Landesregierung und dann wird es in Brüssel eingereicht. Das ist ein Partnerschaftsprogramm, das ist direkt ein EU-Kommission-Partnerschaftsprogramm. Und das ist ja das Spannende. Aber jetzt sage ich mal, es nützt ja nichts, wenn der in Österreich der 15 Hektar Betrieb das einreicht, da muss schon deshalb auch übers Land, da muss man sagen, so, wir brauchen von euch 10 oder 20, kommt mal zusammen und dann versuchen wir das zu entwickeln. Aber wenn uns das nicht gelingt, das ist nun
kann man sagen, gut, der technische Fortschritt geht auch ohne der Debatte weiter. Aber wenn es uns nicht gelingt, auch Beispiele zu zeigen, dass hier nicht ein Streit zwischen Groß und Klein losgehen muss, dann haben wir gewonnen. Aber die Skepsis, gerade wenn ich in Debatten manchmal ins Parlament denke, ist riesig groß. Ihr wollt ja bloß, also der Vorwurf an die ich bin ein Anhänger, Sie merken das schon, ich bin ein Anhänger von Smart Farming. Der Vorwurf an uns, ihr wollt ja bloß die vollständige Industrialisierung der Agrarbereiche, ihr wollt wirklich den letzten Familienbetrieb noch platt machen. Und da brauchen wir wirklich auch vertrauensbildende Gegenbeispiele, so sage ich, Maßnahmen und Gegenbeispiele müssen entwickelt werden. Wir haben ja mit Corona eine Sache erlebt, die wir im Prinzip nicht für möglich gehalten hätten. Und genauso würden wir ja pauschal jetzt auch erstmal sagen, ein Ausfall digitaler Strukturen ist ja auch nicht unbedingt wahrscheinlich. Trotz dessen ist er möglich. Gibt es seitens der EU Überlegungen, für so einen digitalen Notfall irgendwie Vorkehrungen zu schaffen? Oder Unternehmen dazu zu verpflichten, Vorkehrungen zu schaffen? Wieder Stichwort Datensicherheit, Serverausfall und dergleichen. Viren, ja, Viren kommen in der Natur vor, aber Viren kommen auch im elektronischen Bereich vor. Auch das kann ja eine Bedrohung sein. Gibt es da von Europa irgendwie Überlegungen? Ja, also Überlegungen gibt es selbstverständlich, aber wie gesagt, wir schwimmen da im Ungefähren, hätte ich gesagt. Also man hat begriffen, wie wichtig der Agrarbereich ist. Man hat auch begriffen, Sie haben ja gesagt, wenn man Smart Farming entwickelt, wenn man 100%ig digitalisiert ist, also wenn alles super funktioniert, man muss ja den Katastrophenfall vorsehen. Analoge Welt, das berühmte Notstromaggregat. Das war die analoge Welt. Da wusste man, wenn Stromausfall, also man hat immer Strom und man hatte 3 verschiedene Leitungszugänge im Betrieb gehabt und es konnte trotzdem mal passieren, alle 3 fallen aus. Also was Ähnliches brauchen wir hier, das muss sich mitentwickeln. Und deshalb, sage ich mal, werden die Beispielprojekte extrem wichtig. Was passiert eigentlich, wenn was ausfällt? Wie kann ich dann weitermachen? Da geht es nicht nur darum, dass der Meter schon plötzlich stehen bleibt, das ist vielleicht noch das Geringste, sondern da können ja ganze Produktionsketten dann unterbrochen werden und das muss man mit einbauen. Darin liegt die volkswirtschaftliche Gefahr dann letztendlich. Und jetzt kommt ja das Problem, wo die Ingenieure schon technisch arbeiten, die sagen, theoretisch hätten wir Smart Farming. Das ist die Farm. Und die braucht aber schon alleine einen Außenschutz. Und trotzdem, weil die Außenkontakt braucht und hat, wie kann ich das absichern, dass das Böse nicht mit reinkommt? Also Datenschutz haben wir gerade geklärt, das ist das Böse, was rausgeht, hätte ich fast gesagt, oder was in falsche Hände kommt. Aber andererseits auch natürlich, ja. Das wird damit entwickelt, aber das sage ich, da bin ich auch zu sehr Praktiker, da brauche ich praktische Beispiele, wo man das wirklich mal durchspielen kann, ne? Damit auch Sicherheit ganz einfach vorhanden ist. Und ja, Sie haben es so richtig gesagt, Viren kommen nicht nur im biologischen Leben vor, die kommen dann auch in der digitalen Welt, treten die auf. Und jeder, der schon mal am Computer sowas hatte, der weiß, wie das dann das tägliche Leben durcheinander bringt. Hier hängt aber dann natürlich hängt dort auch Biologie dran, dort hängen auch Tiere dran und Versorgungssicherheit hängt dann dran. Also wir haben jetzt viele Anbieter, die viele Möglichkeiten und aus meiner Sicht haben wir noch keine durchkonzipierte, mal ein Beispiel, Projekte, wo man sagt, man macht das wirklich mal von A bis Z durch. Die Möglichkeiten sind zurzeit viel, viel größer, als wir eigentlich umgesetzt haben. Ja. Damit sind wir so ein bisschen beim Zukunftsblick. Ja? Also wir haben gesagt, Datensicherheit ist ein Riesenthema für die Zukunft, wo einfach noch viel Entwicklung sein muss. Auch die Austauschbarkeit von Daten zwischen verschiedenen Plattformen oder von Landwirt zu Amt, ja, ist eine Entwicklung. Abbau von Bürokratie sehen wir als Chance. Ist denn für Sie, sagen wir mal, wenn Sie in diese 5 bis 10 Jahresperspektive hineinschauen, denkbar, dass ein Agrarprodukt künftig eine Art elektronischen Fußabdruck hat und damit die Rückverfolgbarkeit, die vom Verbraucher ja gewünscht wird, nicht mehr auf Zettelwirtschaft beruht, sondern auf elektronischen Strukturen? Sie haben gerade so ein schönes Beispiel genannt. Ich hätte fast gesagt, das wäre vielleicht ein komischer Begriff, aber es ist fast ein positiver Kollateralschaden. Also wenn man das alles mit Smart Farming hat, dann hat man dies ja mit im System erfasst. Und ich will nicht übertreiben, aber man kann sogar sagen, also beim Mehl, das muss irgendwie von der Pflanze im Abschnitt hier gekommen sein. Ich übertreibe jetzt mal, man kann das wirklich dann, auch diese Rückverfolgbarkeit ist viel einfacher zu lösen.
Und man braucht da nicht mit viel Aufwand das durch. Also da können die Landwirte noch die Lücke dann noch schließen. Die Industrie macht es ja schon viel besser oder muss es schon viel besser machen. Auch da bestehen Möglichkeiten. Nicht durch Riesenaufwand, sondern dass man das wirklich dann im System mit erfasst und kann dann auch alles nachweisen. Auch wenn mal ein Problem auftritt, kann man die Rückverfolgbarkeit sichern, was ja extrem, extrem wichtig wäre. Ich sehe da Riesenchancen und vielleicht könnte man sagen, wir werden in 10 Jahren, wenn das wirklich so weiter, wenn die Kraft, die dahinter steckt, politisch gestaltet wird auch, könnte man sagen, wir werden in 10 Jahren, vielleicht wir beide die Landwirtschaft nicht mehr so wiedererkennen, die ist eine ganz andere geworden, Ja. aber im positiven Sinne und innovativ, hochproduktiv, sehr nachhaltig und ja, vielleicht beispielgebend für die Welt, hoffen wir es. Beispiel geben für die Welt, ja. Wir sollten gucken, dass wir da einfach auch die Vorreiter bleiben. Denn wo, wenn nicht in einem Hochtechnologieland, sollten diese guten Gedanken letztendlich auch entstehen. Bei jeder neuen Entwicklung betont man nun zuerst die Risiken oder erst die Chancen. Man soll beides tun, man soll nie die Risiken ausblenden, aber über die Chancen die Risiken begrenzen oder annullieren wäre der bessere Weg. Wir Deutschen sind manchmal so risikobetont geworden, das hat uns manchmal weitergeholfen. Ich sage, unsere Autos sind die sichersten der Welt. Also wenn Risiken, auch Risikobetonung zum Innovationsschub führt, ist es gut. Aber andererseits darf es natürlich wissenschaftlich-technischen Fortschritt nicht behindern. Mein Lieblingssatz, auch die Landwirtschaft hat ein Anrecht auf wissenschaftlich-technischen Fortschritt. Und Landwirtschaft ist, im alten Begriff zu bleiben, ist kein Low-Tech, ist ein High-Tech-Bereich und ist hochgradig innovativ. Wir müssen es bloß entsprechend nutzen. Und wir haben mit der gemeinsamen Agrarpolitik der Europäischen Union hier ganz besondere Möglichkeiten, wie wir gesehen haben. Das ist ein neuer Sinn dieser Gemeinsamkeit in Europa. Früher ging es nur um Fördermittel und um Geld und um Handelspolitik und heute gewinnt im Grunde genommen das, was Sie in Brüssel machen, für uns, ja, einen völlig neuen Sinn für die weitere Zukunftsentwicklung der Landwirtschaft. Jetzt haben wir noch die Riesenchance, ich würde sagen, marktgerecht, bedarfsgerecht, ressourcenschonend und damit umweltgerecht zu produzieren. Das könnte der nächste Innovationsschub sein, den wir ganz einfach brauchen. Ja, man kann ja auch mal spinnen. Man könnte durchaus sagen, also wenn wir wissen ungefähr, wie viel wir dann brauchen, könnte man sogar eine Ertragsoptimierung machen. Ein Landwirt sagen, du musst nicht dieses Jahr 120 Doppelzentner am Hektar ernten. Es würden 100 reichen, wenn ich mal die Marktlage angucke. Und man kann dann natürlich ressourcenschonend das produzieren, was gebraucht wird. Warum eigentlich nicht? Das sind dann völlig neue Dialogmöglichkeiten, die man dann entwickeln kann, auch hin zur Tierproduktion. Besinnung auf Gemeinsamkeit und Besinnung auf das Sinnvolle. Das sind vielleicht auch die großen Chancen, die in dieser Entwicklung stehen. Den Mensch und das Tier nicht vergessen. Ich möchte nicht, dass der Landwirt das Tier, was er einstellt, gar nicht mehr sieht, gar nicht mehr anfassen will oder muss. Das wäre natürlich dann auch nicht gut. Nach dem Motto, dass das Ferkel kommt an und wird dann automatisch von selbstfahrenden Autos abgeholt, wird vielleicht noch dann einfach geschlachtet. Wir werden auch dort wieder mäßigend manchmal eingreifen müssen. Ja. Aber ich sage es nochmal, für mich überwiegen die Chancen, also eindeutig, und wir sollten die Chancen ergreifen und nötige Übertreibung vielleicht dann wieder zurückfahren. Sehr schön, vielen Dank an dieser Stelle. Ich glaube, wir haben einen sehr guten Überblick bekommen über einerseits Ihre Position und andererseits über die realen Möglichkeiten, über die Probleme, mit denen wir fertig werden müssen und die Aktivitäten der Europäischen Union, da ein wenig steuernd und fördernd einzugreifen. Vielen herzlichen Dank und alles Gute.